Israelische Bodentruppen haben im Südlibanon nach Angaben der Armee weitere Tunnel der Hisbollah-Miliz und Waffenlager zerstört. Diese Ziele seien in bergige, dicht bebaute und mit Sprengstofffallen versehene Gebiete eingebettet. Waffen und Munition seien oft in Wohnhäusern versteckt. Ja, und bei unterirdischen Kampfeinsätzen, da seien Tunnelanlagen gesprengt worden, die Hisbollah-Terroristen genutzt hätten, um sich der Grenze zu Israel zu nähern. Unser Kollege Paul Ronsheimer, der konnte nun einen dieser Tunnel genauer in Augenschein nehmen. Ich befinde mich im Norden Israels. In gepanzerten Humvees des israelischen Militärs fahren wir durch unwegsames Gelände in Richtung der libanesischen Grenze, um dort kilometertief in den Süden des Libanon vorzudringen, genau da, wo das israelische Militär seit dem 1. Oktober eine Bodenoperation gegen vermeintliche Hisbollah-Stellungen durchführt. Wir sind in einem libanesischen Dorf, wenige Kilometer von der Grenze entfernt. Wir dürfen das Dorf nicht benennen, aber hier sind israelische Soldaten vorgerückt in den vergangenen Tagen und haben massive Waffen, Raketen, alles das gefunden, mit dem die Hisbollah Israel angreift und immer wieder angegriffen hat. Die Gesichter der Spezialeinheiten hier müssen wir unkenntlich machen. Ich bin mit Daniel Hagari, dem Sprecher des israelischen Militärs, verabredet. Erst vor 4 Tagen hat eine Einheit in diesem Dorf eine gigantische unterirdische Tunnelanlage der Hisbollah entdeckt, die er mir zeigen will. Es ist schon ein mulmiges Gefühl, hier mit schwer bewaffneten israelischen Soldaten auf libanesischem Staatsgebiet. In diesen Häusern und darunter befinden sich Infrastrukturen der Hisbollah. Eine Hochburg, bereit für den Galiläa-Plan, Israel zu überfallen. Und zwar in größerem Umfang als am 7. Oktober. Als erste Journalisten weltweit führt Hagari uns schließlich in das vom israelischen Militär zerstörte Wohnhaus. Tief darunter die verwinkelten Tunnel der Terrormiliz Hisbollah. Auch hier kann man sehen, was die Terroristen hier zurückgelassen haben. Hier eine Position, von der sie gefeuert haben. Zigaretten, Notizen, Waffenkisten. All das war hier, um dieses Haus zu verteidigen, aber offenbar auch, um eine Offensive anzugehen Richtung Israel. Desto tiefer wir in das Tunnelnetzwerk vordringen, desto dunkler, enger und vor allem stickiger wird es. Das hier ist ein Hisbollah-Tunnel direkt an der Grenze zu Israel. 25 Minuten waren wir in Hamburg unterwegs und hier haben sich Terroristen versteckt, um Israel anzugreifen. Offenbar gab es den Plan, ähnlich wie am 7. Oktober aus Gaza, aus solchen Bereichen die israelische Grenze zu überqueren. Wochenlang müssen die Terroristen der Hisbollah hier ausgeharrt haben. Überall sehe ich Vorräte, sogar eine Kaffeemaschine und eine vollständig eingerichtete Küche, mehr als 8 Meter unter der Erde und mit massiven Stahltüren. Das ist eine richtige Bunkertür, die hier steht. Raum für Raum erkunden wir das unterirdische Bunkersystem. Sogar Motorroller und Vorräte für Monate und vor allem eines: unglaublich viele Waffen. Wir befinden uns in einem libanesischen Haus in einem Schia-Dorf. Wir sind unter dem Haus, in einem über Jahre von der Hisbollah gebauten Bunker. Sie haben es selbst gesehen, diese Infrastruktur hier wurde über Jahre angelegt. Ein Bunker mit Stahltüren. In diesem Raum haben die Hisbollah-Terroristen gewartet. Es ist alles noch unverändert. Sie warteten hier, als wir den Raum gestürmt haben vor wenigen Tagen. Noch immer prangt Terrorführer Nasrallah an der Wand. Der Umfang der Waffen und die schiere Größe der unterirdischen Anlage sind kaum vorstellbar. Ich war viele Male in Gaza. Aber das hier ist der fortschrittlichste Bunker, den ich je gesehen habe. Wieso? In Sachen Betonausbau, Größe der Räume. So wie der hier? Ja, genau. Die Größe der Räume, die Massen an Vorräten, die Anzahl der Ausrüstung. Erst vor ein paar Tagen habe ich in einem anderen Dorf Raketen gesehen, die wurden aus dem Iran über Syrien dorthin gebracht. Iranische und auch russische Waffen. Wie konnte die Hisbollah das alles bauen?
Sie haben das hier über Jahre gebaut. Später haben sie ein Wohnhaus darüber gebaut, um es zu tarnen als ziviles Wohnhaus. Es sind alles zivile Häuser und drinnen verstecken sie ihre Waffen. Die Hisbollah nutzt die zivilen Schia-Dörfer im Süden des Libanon für ihre Infrastruktur des Terrors. Haben Sie hier Zivilisten gesehen? So gut wie keine mehr, weil wir einige Male im Vorfeld über Wochen angerufen haben, um die Evakuierung der Zivilisten anzuordnen. Weil Hisbollah hier in der Gegend kämpfte, sind die meisten Zivilisten geflohen. Deswegen waren kaum noch welche hier. Es wird Zeit, den Megabunker zu verlassen, rät man uns. Wenige 100 Meter hat eine andere israelische Einheit einen Bunker gesprengt. Es wird dunkel. Gerade eben haben wir hier Einschläge gehört und die Israelis sagen jetzt, wir müssen schnell wieder weg aus dieser Richtung, raus aus diesem Dorf im Libanon, wo immer noch aktive Kämpfe stattfinden. Und so fahren wir im Schutz der Dunkelheit wieder nach Süden, zurück nach Israel.